they available? Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr alle hier heute so zahlreich erschienen seid zu unserer Fortsetzung unserer kleinen Serie über den 7. Tag. Und hatte auch gestern schon einen guten Anklang gefunden. Ich freue mich auch, neue Gesichter hier zu sehen. Und ich hoffe, wir haben alle viel Freude heute bei den Vorträgen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass die Vortragsreihe eigentlich einer Dokumentarserie entspringt, die den gleichen Titel trägt, der 7. Tag. Und diese Serie kann man auch erhalten, also man kann sich kaufen als DVDs, wobei das natürlich eine Technik ist, die schon langsam veraltet ist. Aber es gibt es auch auf YouTube. Man kann es dort auch schauen. Oder sich auch herunterladen. Ich kann euch aber die Adresse an der Stelle nicht verraten. Es gibt nur noch mehr Dokumentation von gleichen Autoren in Englisch. Hell and Mr. Fudge. Hier geht es um den Zustand der Toten und der Hölle. Nur als zusätzlicher kleiner Hinweis. Wir freuen uns, dass wir heute weiter in dem Thema voranschreiten. Heute werden wir von Päpsten und Kalendern hören und was das alles mit dem 7. Tag zu tun hat. Da möchte ich Pat Arrabito nach vorne bitten und Heike zum Übersetzen. Und wir sind sehr gespannt. Thank you. I'm going to sit these down here. Good morning. Ja, guten Morgen. It's nice to see you today. Es ist schön, euch heute Morgen hier zu sehen. We're talking about the Bible Sabbath, Wir wollen heute über den biblischen Sabbat reden. and people always wonder, how can we know it's the same day now as it was way back then? Und viele Menschen fragen sich ja, wie können wir denn wissen, dass das genau derselbe Tag ist, den die damals schon gefeiert haben? So today I want to talk about calendars and popes and emperors and what they had to do with the day. Und deswegen möchte ich heute über Kaiser und Päpste und Kalender sprechen und was die mit diesem Tag zu tun haben. We'll start by organizing time. Wir werden beginnen, indem wir uns mal die Zeit so ein bisschen organisatorisch anschauen. We'll look at the cosmic elements Wir wollen uns mal die Kalender und die Astronomie oder die kosmologischen Aspekte anschauen, that underlie our way of keeping time. so die Grundlage für unsere Zeitmessung sind. First, we have the sun, Als erstes haben wir die Sonne and the earth orbits the sun und die Erde umkreist die Sonne. in a counterclockwise direction, Und zwar dreht sie sich um die Erde entgegen den Uhrzeigersinn. and the moon goes around the earth the same way. Und der Mond geht um die Sonne, um die Erde auf der gleichen Art und Weise. The earth and the moon are locked together by gravity. Und durch die Schwerkraft sind der Mond und die Sonne zusammengekoppelt. So it'd be right to say that the moon and the earth together orbit the sun. Also deswegen wäre es eigentlich korrekter zu sagen, dass der Mond und die Erde zusammen die Sonne umrunden. The big circle in this picture represents the orbit of the earth around the sun. Also das große Bild, was wir jetzt sehen, einen ganz kleinen Moment. Es kommt. Ja, also das große Bild, was wir sehen, ist dann stellt die Umlaufbahn der Erde um die Sonne dar. Okay? We make it look like a flat disk. Und wir werden das so machen, dass es aussieht wie so eine flache Scheibe. The smaller circle
is the orbit of the moon around the earth. Und dieser kleinere Kreis soll den Mond darstellen. Here is an edge view. Und jetzt haben wir hier mal so eine Scheibenansicht. Is that the right one? Ja. I don't see the moon there. Ja, da, There we go. Also Okay. das Weiß ist der Mond und das Blau ist die Erde. So we can see that the orbit of the moon and the earth are slightly, not completely parallel to the sun, but just slightly off. Also wir können sehen, dass sozusagen die Erde und der Mond nicht auf der gleichen Ebene sind, diese Scheibe, sondern dass der Mond einen leichten Winkel hat, leicht abweichend von dem der Erde. It's tipped about 5 degrees. Also es ist um ungefähr 5 Grad abgewinkelt. If the two orbits were lined up exactly, our calendars and timekeeping would be very different. Wenn beide Bahnen genau in einer Linie wären, wie in dieser Abbildung, die ihr hier seht, würden unser Kalender und unsere Zeitmessung ganz anders aussehen, als wir es gewohnt sind. I'll show you what I mean. Und ich möchte euch zeigen, was ich damit meine. Imagine we could have a bird's eye view of the earth and the orbit around the sun. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir sozusagen eine Vogelperspektive haben auf die Erde und auch auf die Sonne, also von oben runter, ne? It would look something like this. Und es würde dann so ein bisschen so wie das aussehen. And you can see that if the moon's orbit was lined up precisely with the Earth's orbit, the moon would come between the sun and the earth every month. Und man sieht halt auch, dass der Mond, wenn seine Bahn genau mit der Erde übereinstimmen würde, zwischen die Sonne und auch die Erde kommen würde. And once every orbit of the earth, the moon would be in the opposite location and the earth would come between the moon and the sun. Und nicht nur das, ich muss mal das andere nochmal zeigen hier. That's the next one. Also und nicht nur das, also einmal in jeder Erdumlaufbahn würde sich der Mond an der entgegengesetzten Stelle befinden, wobei die Erde direkt zwischen der Mond und Sonne steht. So So we hätten would- wir also jeden Monat eine totale Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis. So we would have a total solar eclipse and a total lunar eclipse every month. Also das würde bedeuten, dass wir jeden Monat eine totale Sonnenfinsternis und jeden Monat eine totale Mondfinsternis haben würden. So if regular eclipses were part of the element of our timekeeping, Also wenn regelmäßig und häufige Finsternisse Elemente unserer Zeiteinteilung wären, they wouldn't be anything special and they wouldn't really mark special time for us. dann wäre es nicht etwas Besonderes und sie würden nicht eigentlich die Zeit für uns abmessen. Right now they're so rare, they don't influence our calendar. Also eigentlich sind sie zurzeit so selten, dass sie nicht unseren Kalender beeinflussen. And they're useful because we record time. Such and such happened during the eclipse. Und wir beurteilen die Zeit ja auch, das und das ist passiert, als es eine Finsternis gab. So they're associated with historical events. Also diese Sonnen- oder Mondfinsternisse sind eigentlich assoziiert mit historischen Ereignissen. So since there's no monthly eclipses to help us regulate our chronological system, Also da es keine monatlichen Finsternisse gibt, die unser chronologisches System regeln können, let's look at what does regulate our system. wollen wir uns anschauen, ja, was ist es eigentlich, was unser System beeinflusst How do oder you reguliert? define a year? Wie würdet ihr ein Jahr definieren? The year is delineated by its orbit around the sun. One time around the sun is a year. Also das Jahr ist definiert durch den Umlauf der Erde. Wenn die Erde einmal um die Sonne rumgegangen ist, dann ist es ein Jahr. It's divided into 365 days, Also es entspricht 365 Tagen, 5 hours and 48 minutes. 5 Stunden und 48 Minuten und 45 Sekunden. And 45 seconds. That's exactly the time of a year. Das ist genau und präzise die Zeit eines Jahres. What defines a month? Aber was definiert denn einen Monat? Month comes from the word moon. Also das Wort Monat kommt von dem Wort Mond. So a month or a lunar cycle is from one new moon to the next new moon. Also ein Monat oder ein Monatszyklus ist abhängig von einem Neumond zum anderen. So when you see the little sliver, Das, wenn man diese kleine Scheibe sieht, ne, till it gets full, bis sie dann wieder voller wird,
till it's a sliver again. Und bis es dann wieder auf der anderen Seite wie zu so einer dünnen Scheibe wird. Where are we now? Wo sind wir denn jetzt Did gerade? anyone see the moon last Hat night? jemand sich gestern Abend den Mond angeschaut? Wir sind Full jetzt, or almost full? also wir sind beinahe Vollmond oder Vollmond. What defines a day? Ja, was definiert denn einen Tag? A day is one spin around our axis. Also der Tag ist, dass die Erde sich um ihre eigene Achse dreht. The Bible calls it the night and the day. Die Bibel nennt es den Tag und die Nacht. Ups. So it's one complete rotation. Also es ist eine komplette Rotation. By the clock, that's 24 hours, Also das bedeutet, dass ein Tag 24 Stunden sind, 1,440 minutes, 1440 Minuten or 86,400 seconds. oder 86.400 Sekunden. Of course, those are man-made units of time. Also das ist natürlich menschengemachte Zeiteinteilung. So what defines the week? Die Frage ist jetzt, was definiert denn eine Woche? Is there anything in nature that defines the week? Gibt es irgendwas in der Woche, was in der Natur, die Woche definiert? 7 days. Jemand sagt hier 7 Tage. Is there a 7-day cycle Gibt es in denn nature? einen 7-Tage-Zyklus in der Natur? There is nothing to do with the sun or the moon or the rotations or the circling around the sun that has to do with a week. Also nichts, was mit Sonne oder Mond oder Umdrehung zu tun hat, ist assoziiert mit einer Woche. It's not natural in the same sense. Also es ist nicht im gleichen Sinne natürlich. So we call the week supernatural. Deswegen nennen wir diese Woche übernatürlich. These words were borrowed from Pope John Paul II's encyclical Dies Domini. Und diese Worte, die ihr jetzt hier in der Folie sieht, sind aus einer Enzyklia von Papst Johannes Paul II., Dies Domini, entnommen. He says the Sabbath is a determining element in the sacred architecture of time. Er sagt, der Sabbat ist ein entscheidendes Element in der heiligen Architektur der Zeit. When God created the Sabbath, he created the week. Als er den Sabbat schuf, schuf er damit auch die Woche. Sabbath is the pivot point of the week. Also der Sabbat ist deswegen so ein entscheidendes Element für die Woche. And is completely independent of whatever happens to the sun or the moon. Und der ist völlig unabhängig von den natürlichen Zyklen von Erde, Mond Or the planets or the stars. oder den Planeten oder den Sternen. Questions about the origin of the week cannot be answered from historical documents. It have to be answered from the Bible. Also so Hinweise in der Geschichte zur Entstehung des Sabbats kriegt man eigentlich nicht aus der Geschichte selbst. Das kriegt man nur durch die Bibel. The earliest historical evidence of a 7-day cycle comes from the ancient Sumerian culture. Also die frühesten Beweise für einen 7-Tage-Zyklus findet man bei den Sumerern. That culture disappeared 2000 years before Christ. Die gab es vor 3000 Jahren vor Christus und 2000 Jahre vor Christus sind die dann verschwunden. There is some evidence of a 7-day cycle right in our own bodies. Es gibt einige Hinweise für einen 7-Tage-Rhythmus in unserem eigenen menschlichen Körper. The 7-day biorhythm in the human body is one of the recent discoveries of modern chronobiology. Der 7-Tage-Biorhythmus im menschlichen Körper ist eine der jüngsten Entdeckungen der modernen Chronobiologie. It manifests itself in the form of small variations in blood pressure and heartbeat, as well as response to infection and even organ transplant. Sie äußert sich in Form von kleinen Schwankungen des Blutdrucks und des Herzschlags, sowie in der Reaktion auf Infektion und sogar Organtransplantation. For example, the probability of rejection of certain organs is known to peak at weekly intervals following an implant. So ist beispielsweise bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit der Abstoßung bestimmter Organe nach einer Implantation in wöchentlichen Abständen ihren Höhepunkt erreicht. This comes from the author Anthony Aveni in his book Empires of Time. Das ist von dem Autor Anthony Aveni aus seinem Buch Empires of Time. There were some cultures who observed a 7-day cycle. They called it the planetary week. Es gab einige Kulturen, die halt diesen
diesen Wochenzyklus also hatten und man nannte sie, also die hatten die Planetenwoche und es wurde, also das war ausgerichtet aus ein sogenanntes geozentrisches Universum. They organized that idea around the idea that Earth is the center of the universe. Also ihre Theorie war, dass die Erde das Zentrum, der Mittelpunkt des Universums darstellt. So the planets were arranged in order of their apparent distance from the Earth. Und die Planeten wurden in der Reihenfolge ihrer scheinbaren Entfernung von der Erde angeordnet. Back then, they hadn't discovered Neptune, Pluto, or Uranus yet. Also damals hatten sie noch nicht Neptun, Pluto und Uranus entdeckt. So those weren't part of their Also weekly die waren cycle. nicht Teil ihres wöchentlichen Zyklus. So the order was first Earth, Also die Order war erstmal die Erde, Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon. also Erde, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und der Mond. These planets were thought to be gods, Die haben gedacht, dass diese Planeten Götter sind, die das Leben beeinflussen. and it was thought that they influenced what went on planet Earth. Und man dachte, dass diese Götter sozusagen beeinflussen, was hier auf dem Leben passiert. Each of those 7 gods ruled one day. Jeder dieser Götter regierte einen Tag pro Woche. Here's how it worked. Und hier sehen wir mal, wie das ausschaute. Each day was divided into 24 hours. Also jeder Tag wurde in 24 Stunden unterteilt Each day was assigned to one planet. und jeder Tag wurde einem Planeten zugeordnet. So the planet that was on the first day of the week was the planet of that day. Also der erste Planet an diesem Tag war sozusagen der Planet des Tages. Saturn was the first. Also Saturn war der erste. The 24th hour of that day belonged to Mars. Und die 24 Stunden, die 24. Stunde gehörte dem Mars an. Second day began with the sun, that was next. Und der zweite Tag begann mit der Sonne Ended with Mercury. und das endete mit Merkur. Next day was moon, Der dritte Tag begann mit dem Mond and that's how every day went. und das ging halt so immer wieder weiter. And if you keep going that way for a whole week, Und wenn du so halt weitergemacht hast für eine ganze Woche, you have the order of days that we have today. dann hat man die Organisation der Tage, wie wir sie jetzt auch haben. Except that the week began with Saturday or Saturn. Also außer dass der Tag die Woche mit dem Samstag begann. In the early Christian centuries, they synchronized the planetary week with the Christian week. Also später hat man dann die planetarischen Namen, also mit christlichen Namen ersetzt. So that's why our week begins with Sunday. Deswegen beginnt unsere Woche mit Sonntag. The Bible called that first day. Die Bibel hat den Sonntag immer den ersten Tag genannt. So it was common in those early societies to organize society around the phases of the moon. Also es war damals sehr üblich, dass man die Gesellschaft anhand der Mondphasen organisiert hat. The Egyptians, though, devised a solar calendar. Also die Ägypter dagegen, die hatten einen Kalender entworfen, der sich an der Sonne orientierte. It had a 365-day year, Es war ein Jahr, das aus 365 Tagen bestand. 12 30-day months, Da gab es 12 Monate, 30 Tage. which only adds up to 360. Das macht's aber, da kommt man nur auf 360 Tage. So they added 5 days that were not part of the month. Und deswegen haben sie 5 Schalttage dazugegeben, die nicht Teil des normalen Monats waren. They were special holidays for their gods. Das waren besondere Feiertage für ihre Götter. Julius Caesar introduced a calendar to the Roman world. Julius Caesar hat dann einen Kalender der römischen Welt eingeführt. He gave his name to it, Er hat seinen Namen diesem Kalender gegeben, even though it was an Egyptian astronomer named Sosigenes that actually developed the idea. auch wenn es eigentlich what was his name? Sosigenes. Also es war halt ein Sosigenes, der das eigentlich entwickelt hatte. This calendar was amazingly accurate Also dieser Kalender war erstaunlicherweise sehr akkurat. because it had one leap day
or one leap year every 4 years where an extra day was added. Denn es hatte ein Schaltjahr, wo jedes 4. Jahr ein Tag hinzugefügt wurde. So 12 months of different lengths, Der bestand aus 12 Monaten von unterschiedlicher Länge. and it was only off by about 11 minutes every year. Aber es war also nur 11 Minuten zu lang im Laufe eines Jahres. You wouldn't notice that in your lifetime. Also das würdest du natürlich in deinem Leben nicht so wahrnehmen, ne? But over about 400 years, Aber, ja, it would gain 3 days. aber im Laufe von 400 Jahren würde das auf 3 zusätzlichen Tagen führen. So this calendar went into effect about 45 years before Christ. Und dies trat in Kraft, der julianische Kalender trat in Kraft 45 vor Christus. They had to make some adjustments the next year. Also die mussten später so ein paar notwendige Anpassungen vornehmen. They called it the year of confusion because they had to add 80 extra days. Und die nannten es das Jahr der Verwirrung, weil sie 80 zusätzliche Tage hinzufügen mussten. But now they were in sync with the sun. Aber jetzt waren sie synchron mit der Sonne. The Julian calendar became part of Christian history. Also dieser julianische Kalender wurde Teil der christlichen Geschichte. Because at the Council of Nicaea, Denn beim Konzil von Nicäa, which is in southwestern Turkey, das sich in der südwestlichen Türkei befindet, decisions were made to adopt that particular calendar by Constantine. da wurde an diesem Konzil gefördert durch Konstantin entschieden, dass man diesen Kalender übernimmt. He was considered to be the first Christian emperor. Er wird also der erste christliche Kaiser angesehen. So the bishops at Nicaea wanted the whole Christian church to observe Easter on the same day. Die Bischöfe von Nicäa wollten, dass die gesamte christliche Kirche Ostern am selben Tag feiern sollte. So Easter was on a day, Also Ostern war an einem Tag, Sunday. einem Sonntag, Passover was on a date. aber das Passafest war auf einem Datum festgebunden. So it could land on any day. Also das Passafest konnte sozusagen auf jeden Tag der Woche landen, je nachdem, wann das Datum halt war. They wanted both of them to be observed together. Sie wollten gerne, also das Konzil wollte, dass beide Tage zusammengefügt werden, gleichzeitig gefeiert werden. So the idea was that Easter should be celebrated after the first full moon after the vernal equinox. Also die Grundidee war, dass Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlingstag- und Nachtgleich oder Sonnenwende gefeiert werden sollte. The official church calendar that year decided that the equinox happened on March 21. Und dieses Konzil entschied dann, dass die kirchliche Frühlingswende am 21. März 325 nach Christi sein sollte. Modern astronomers tell us it was actually the 20th. Also die modernen Astronomen erzählen uns, dass eigentlich das richtigere Datum der 20. März war. The bishops actually depended on the astronomers in Alexandria, Egypt, for their information. Also die Bischöfe erhielten oder übernahmen halt die Berechnung von den Astronomen in Alexandria in Ägypten. So what is the vernal equinox? Jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn diese Frühlingswende oder die Frühlingstag- und Nachtgleiche? This diagram shows us the equator as a white line across the earth. Also diese Zeichnung zeigt uns den Äquator wie eine weiße Linie, die durch die Erde durchgeht. Of course, no one's ever seen the equator. Also natürlich hat niemand von uns buchstäblich den Äquator gesehen. It's an imaginary line. Das ist halt eine Linie, die in unserer Vorstellung, eine imaginäre Linie. But we have to imagine it as going around the middle as a flat plane on the earth. Also wir müssen uns aber eher vorstellen wie so eine flache Ebene, die durch die Welt durchgeht. So if you could see it from a distance, it might look a little bit like the rings of Saturn. Also wenn man den Äquator von weitem sehen würde, dann würde das eher aussehen wie die Ringe vom Saturn. Suppose you could stand right on the equator. Also stellen wir uns jetzt mal vor, du könntest direkt auf dem Äquator stehen. At the very instant of the vernal equinox. Und genau zu dem Zeitpunkt, als diese Frühlingstag- und Nachtgleich oder Frühlingswende stattfindet, The sun would rise precisely over you, dann würde die Sonne direkt über dir aufgehen. slightly north of the equator, Also nördlich des Äquators the halt. next day.
und ein bisschen nördlich am nächsten Tag. And it would continue to move slightly north every day, Und es würde jeden Tag weiter nach Norden gehen. eventually reaching the farthest position about 3 months later. Und ungefähr 3 Monate später würde es die weiteste Entfernung einnehmen. That's called the summer solstice. Das wird die Sonnenwende oder die Sommersonnenwende, Dankeschön, genannt. And then every day after that, it would move back closer to the equator again. Und jeder Tag danach würde es wieder sich mehr und mehr der Äquatorlinie nähern. And when it stood right over the equator, that's the autumn equinox. Und entsprechend dem wurde es auch mal der Herbst, die Herbstwende genannt oder Frühlings- und Tag- und Nachtgleiche. And then for the next 3 months, it's going south Und für die nächsten 3 Monate geht es weiter nach Süden. and it reaches the winter solstice. Und dann erreicht es halt die Winterwende. Oder die Wintersonnenwende sollte ich es And nennen. then back again Und to the natürlich dann equator. wieder zurück. Also, ihr versteht. So the vernal equinox is a natural occurrence that doesn't rely on calendars. Also diese Frühlingssonnenwende ist ein natürliches Ereignis, das nicht von menschlichen Kalendern abhängt. It's going to happen no matter what day you say it is. Und es wird stattfinden, egal was du sagst, an welchem Tag es stattfinden wird. As the centuries passed, Und im Laufe der Jahrhunderte the Julian calendar date for the astronomical vernal equinox was slipping farther and farther away from the actual equinox. Also im Laufe der Jahrhunderte entfernte sich der julianische Kalender für den astronomischen Frühlingspunkt immer weiter weg von dem Datum 21. März. So when the Council of Trent took place in 1545, Und als dann dieses Konzil in Trent stattgefunden hat im Jahr 1545, they wanted a revised calendar that fixed that. da wollten sie gerne einen überarbeiteten Kalender haben, der dieses Problem fixt. And they wanted a calendar that would keep those days happening at the right time of the year. Und sie wollten halt gerne, dass dieses Ereignis mit dem eigentlichen Kalender übereinstimmt, identisch wird. They wanted them to be correctly aligned with the season. Also sie wollten so gerne, dass dieses Ereignis von Ostern mit der Jahreszeit übereinstimmt. So remember that Julian's calendar had an error of 11 minutes a year. Und wir müssen uns daran erinnern, dass das ein Problem hat, dass es jedes Jahr hatte sozusagen 11 Minuten zu viel. So many excess days had occurred since 325. Also seit dem Jahr 325 waren viele Jahre ins Land gestrichen und dadurch gab es natürlich eine Akkumulation. The vernal equinox now was happening on March 11 instead of March 21. Und die Frühlingssonnenwende war statt vom 21. März auf den 11. März gerückt. Let's look at it this way. Wir wollen uns das mal so anschauen. For the sake of the diagram, the white arrow shows the point on the earth when the astronomical vernal equinox happens. Das sieht man jetzt hier schlecht. Also es gibt da eigentlich so eine Linie. Ich zeige euch das mal dort so. Ne? Das sieht man jetzt nicht, weil es ja, so ein bisschen könnt ihr es sehen. Ne? So we'll call that March 21 through Also 25. das ist jetzt diese weiße Linie ist halt die originale Frühlingssonnenwende. Das fand statt am 21. März 325. Started at the Council of Nicaea. Und das begann am Konzil von Nicäa. So this picture shows where the ecclesiastical vernal equinox would be 133 years later. Und dieses zeigt uns, wo das halt 130 Jahre später sein würde. And this is the date the church was using to calculate Easter. Und das war halt das Datum, das sie genommen haben, um Ostern zu kalkulieren. Here's where it is another 133 years later. Und jetzt hier sehen wir, wo es sein würde, nochmal 120 oder 130. It's getting farther and farther away Also- from the actual date of the equinox. Es geht also entfernt sich mehr und mehr von der eigentlichen Frühlingssonnenwende. Now let's go one more distance to the year 724, Jetzt gehen wir zum Jahr 724. 400 years after the Council of Nicaea. 400 Jahre nach dem Konzil von Nicäa. So you can see if we kept the original date moving through the seasons, we wouldn't be where we were supposed to be, where the equinox is, actually on March 18. Also wenn wir uns das alles berücksichtigen, dann sehen wir, dass wir nicht eigentlich da sind, wo es sein sollte. So by the time the Council of Trent came along,
Und als dann das Konzil von Trent stattfand, it was more than 1200 years since the Council of Nicaea. da waren bereits mehr als 1200 Jahre vergangen seit dem anderen Konzil in Nicäa. And the date of Easter was nowhere near where the vernal equinox actually happened. Und das Datum für Ostern war überhaupt nicht in der Nähe von da, wo Ostern eigentlich sein sollte. So the bishops wanted to fix that. Also die Bischöfe wollten eine Lösung dafür finden. Here's just a calendar for you to look at to see. Also hier könnt ihr jetzt mal so einen Kalender sehen. March 21 in 325, and it's down to March 11 in 1560. Ihr könnt halt sehen, dass im Jahr 325 dieses Datum sich also astronomisch auf dem 21. war und im Jahr 1560 am 11. März. So Pope Gregory XIII came up with a new calendar. Und dann gab es einen Papst Gregory, der halt die Idee hatte, einen neuen Kalender zu starten. He wanted to fix the old one and make sure that never happened again. Er wollte halt den alten Kalender erneuern und dafür sorgen, also das Problem beheben und dafür sorgen, dass sowas nie wieder passieren würde. So first thing he has to do is get rid of those extra 10 days. Also das Erste, was er machen wollte, er wollte 10 Tage streichen. So he cut those days out Er hat also diese Tage weggeschnitten on the calendar, auf dem Kalender. and then in order to keep it from happening again, Und um zu verhindern, dass das nochmal passiert, he eliminated some of the leap years. hat er einige der Schaltjahre rausgenommen, So in eliminiert. every year that was not divisible by 4, there would be no leap year. Also also jedes Mal, wenn man halt, can you just say this again, sorry. Yeah, so every year that you couldn't divide 4 into, they took the leap year out. So Also jedes Mal, wenn du also nicht 4 nur durch 2 teilen konntest, dann wurde das Schaltjahr rausgenommen. so like the year 2000, we had a leap year. Zum Beispiel im Jahr 2000 hatten wir ein Schaltjahr. The year 1900, there was no leap year. Im Jahr 1900 gab es kein Schaltjahr. So that's pretty smart, don't you think? Das war sehr intelligent, findet ihr nicht auch? The Pope made that calendar official in the year 1582. Also dieser Papst hat es halt 1582 proklamiert. For some religious and political reason, Britain held off until the year 1752. Also aus religiösen und politischen Gründen zögerte England bis 1752 das zu übernehmen. They had an 11-day adjustment. Und sie mussten eine Anpassung von 11 Tagen machen. Russia didn't adopt that new calendar until 1918. Russland hat diesen Kalender erst im Jahr 1918 übernommen. They had a 13-day adjustment. Die mussten 13 Tage anpassen. So here's the way the calendar looked in Portugal, Italy, and Spain when they made that adjustment. Also so sah der Kalender aus in Italien, Portugal, in Spanien, als sie halt diese Anpassung an den Kalender vorgenommen haben. So Tuesday's the 1st, Wednesday's the 2nd, Thursday's the 14th. Also Dienstag war der 1. Oktober, Mittwoch der 2. und Donnerstag war der 14. Oktober. Everyone has to be on board for this, right? Also jeder muss es wirklich mitbekommen. Hier sind einige Tage weggeschnitten. Ne? You can see by the calendar that the weekly cycle was not affected. Also man kann aber, wenn man sich diesen Kalender anschaut, sehen, dass der Wochenzyklus dadurch nicht verändert wurde. Just the date. Also nur die Daten wurden verändert. Aber jeder Mittwoch war weiterhin Mittwoch und jeder Samstag war weiterhin Samstag. Nur die Daten als solches wurden verändert. And that's the calendar we use today. Und das ist der gleiche Kalender, den wir auch heute benutzen. There's been some attempts to change the calendar since then. Also es gab so ein paar Versuche, diesen Kalender zu verändern. During the French Revolution, they tried to change the calendar. Also während der französischen Reformation hat man versucht, den Kalender zu reformieren oder zu verändern. They followed the plan of Egypt with 12 30-day months. Die sind dem ägyptischen Plan gefolgt, wo es 12 Monate, 30 Tage gibt oder mit jeweils 30 Tagen. And 5 days that were not part of the monthly cycle. Und 5 Schalttage oder Feiertage, die nicht Teil des monatlichen Zyklus waren. Those were festivals. Das waren so Festtage oder Feiertage. Instead of a 7-day week, though, they had a 10-day decade. Also statt eine 7-Tage-Woche zu haben, wurde der Monat in 3 Dekaden aufgeteilt. So each month was 3
decades instead of 4 weeks. Also jeder Monat bestand dann aus 3 Dekaden statt 4 Wochen. They did that because they wanted to get rid of the weekly holidays. Das haben sie gemacht, weil sie den wöchentlichen Ruhetag abschaffen wollten. The French Revolution was a rebellion against religion. Die französische Revolution war ja eine Rebellion gegen die christliche Religion. And specifically against Catholicism. Und im Besonderen eine Revolution gegen den Katholizismus. So they wanted to get rid of every evidence of religion. Sie wollten deswegen alles, also jede Evidenz von Religiosität loswerden. This went into effect October 5, 1793, and it lasted for 11 years. Und das wurde wirksam am 5. Oktober 1793 und währte nur etwa 11 Jahre, bis zum Jahr 1804. I think that would be a hard adjustment, don't you? Also ich glaube, das wäre echt schwierig, nicht wahr? Stalin in Russia also tried a new calendar. Stalin in Russland hat auch eine Kalenderreform versucht. He wanted to improve their industrial output. Also er wollte die industrielle Produktion steigern. He wanted factories to never shut down. Er wollte, dass die Fabriken niemals stillgelegt werden. And he wanted it, again, to be anti-religious. Und er wollte auch, dass es gegen die Religion sein würde. And anti-family. Und auch gegen die Familie. So Stalin's plan called for a 5-day week. Also Stalins Plan war, dass es eine 5-Tage-Woche gibt. Every person worked 4 days and had 1 day off. Also jede Person hat worked 4 days? Okay, jede Person hat 4 Tage gearbeitet und hatte frei am 5. Tag. Of course, this was designed to destroy again the weekly holidays, holy days. Also es hatte natürlich auch die Absicht, dass die wöchentlichen heiligen Tage, Ruhetage nicht möglich sind, dass die zerstört werden. The Russians were a deeply religious people, and this would completely take that away from them. Also die Russen sind eigentlich sehr religiöse Menschen und das würde es total aus ihrem Leben wegnehmen. The workers were divided between 5 groups. Also die Arbeiter wurden aufgeteilt in 5 Gruppen. Every day, one group didn't work. An jedem Tag hat eine Gruppe nicht gearbeitet. There's no guarantee that husband and wife would be assigned to the same group. Und es gab aber keine Garantie, dass die Frau und Mann, also von einem Ehepaar, dass die zur gleichen Zeit frei hatten, dass sie in der gleichen Gruppe waren. So this also affected family life. Und das hat natürlich auch sich ausgewirkt aufs Familienleben. This calendar only lasted for 2 years. Also dieser Kalender war in Kraft für etwa 2 Jahre. I think God made us for a 7-day week, don't you? Also ich glaube wirklich, dass Gott uns für eine 7-Tage-Woche geschaffen hat. Glaubt ihr es nicht auch? Back in the 1930s, there was a lot of enthusiasm for calendar reform again. Also in den 1930er Jahren gab es halt auch ganz viel Enthusiasmus. Viele wollten wieder eine Kalenderreform einführen. The League of Nations was involved. Also der Völkerbund war involviert. They wanted to come up with a calendar that would unite the world and help business. Also sie wollten mit einem Kalender anfangen, der für die ganze Welt gelten sollte und der auch für alle Unternehmen günstig wäre. One of their ideas was a world that had 4 91-day quarters. Also sie wollten einen Kalender haben, wo es 4 Quartale mit jeweils 91 Tagen gibt. So it would have 2 30-day months and 1 31-day month. Also ein Monat mit 31 Tagen und 2 Monate mit 30 Tagen. That adds up to 364 days. Und das würde dann summiert 364 Kalendertage ergeben pro So Jahr. they would have 1 day every year that wasn't part of the monthly cycle. Und das bedeutet, dass sie dann einen Tag hätten pro Jahr, astronomisch gesehen, das halt nicht Teil dieses monatlichen Zyklus war. They had another idea as well. Also sie hatten auch noch eine andere Idee. That was a year with 13 28-day months. Also sie hatten auch eine andere Idee, wo sie halt can you say this again, sorry? 13 28-day months. Also 13 Monate mit jeweils 28 Tagen. Every year started on Sunday. Also jedes Jahr sollte dann an einem Sonntag beginnen.
Every month started on Sunday. Und jeder Monat sollte an einem Sonntag They beginnen. thought that would be good for business. Und sie dachten, oh, das wäre ja super für alle Unternehmen. But again, that adds up to 364 days. Aber das würde 364 Tage ergeben. And it would have one day that was not part of the month. Okay, gehen wir zurück. Ja. Sorry, I'm not quite with you there. No, it's my fault, sorry. So again, there's one day that's not part of the month, and Also wie gesagt, es gibt einen Tag, der nicht Teil des Monats ist. this would change the weekly cycle. Und das würde natürlich die Wochenabfolge verändern. The Jews and the Adventists opposed that. Und die Juden und auch die Adventisten haben Einspruch erhoben. And we tell that story in a video called The Wandering Day. Und diese Geschichte erzählen wir in einem Video, das The Wandering Day, der wandernde Tag heißt. It was never voted on. Also it was never voted Never on. voted on. Okay, es wurde niemals dafür abgestimmt. And even though there was attempts to try again, it never passed. Und auch, obwohl man auch mehrfach versucht hat, diesen Kalender zu verändern, ist es niemals durchgekommen. As of this year, there's no serious threat to our Gregorian calendar. Also jetzt bis zu unserem Zeitpunkt gibt es eigentlich keine ernsthafte Bedrohung für den gregorianischen Kalender. In addition to the confusion over calendars through the years, Also zusätzlich zur Verwirrung, wenn es um diese ganzen Kalendertage und so geht, there's been confusion over the origin of the Sabbath concept. gibt es auch eine Verwirrung, wenn es um den Ursprung des Sabbatkonzepts geht. There's evidence of some ancient cultures observing a sort of seventh-day cycle and a seventh-day holy day. Sorry, I was just trying to adjust here to the slides. I'm sorry. Okay. Let me just see. Can you just repeat it, please? In addition to the changes, that part. Just start In somewhere. addition to the confusion over calendars, there's been confusion over the origin of the Sabbath Also concept. zusätzlich zur Verwirrung, wenn es um den Kalender geht, gab es natürlich auch Verwirrung und die Fragezeichen, ja, was ist denn der Ursprung des Sabbats eigentlich? There were some ancient cultures that observed a 7-day cycle, Es gab einige antike Kulturen, die einen 7-Tage-Zyklus hatten. and they treated the seventh day with some kind of superstitious respect. Und sie hatten für diesen 7-Tage-Zyklus einen bisschen abergläubischen Respekt. But there were important differences between that and the Bible Sabbath. Aber es gab deutliche Unterschiede zwischen ihrem Konzept und dem biblischen Sabbatkonzept. Their 7-day cycle started with the moon, Also ihr 7-Tage-Zyklus begann mit jedem Neumond. so they counted their 7 days from the beginning of the moon cycle. Also sie haben halt immer angefangen, von Beginn des Neumondes an zu zählen. They had to be able to see the moon to know when to start. Und sie mussten halt den Mond sehen können, um zu wissen, wann sie anfangen zu zählen. In contrast, the Bible Sabbath is just every 7th day. We don't have to see the sky. Also im Vergleich dazu zum biblischen Sabbat, ne, braucht man sich nicht den Mond anschauen, um zu wissen, wann der 7. Tag, ne, oder wann der Zyklus beginnt. The lunar Sabbaths were considered unlucky days. Und man hat diese Mondsabbate, ne, oder diese 7 Tage als unglückliche, gefährliche Tage angesehen. Maybe even dangerous. Vielleicht sogar sehr gefährlich. Of course, the Bible Sabbath is considered the most joyous day of the week. Aber im Vergleich dazu ist der biblische Sabbat als ein Tag der freudigen Anbetung A day of gesehen. celebration and worship. Also ein Tag der Feier und der Anbetung. Those of us who accept the Bible record of origins Also die von uns, die so den biblischen, die Bibel als Ursprung anerkennen, we recognize that it's authentic and it came from God. also wir akzeptieren, dass dieser Sabbat authentisch ist und dass er in Gott seinen Ursprung hat. That it's a blessed day. Dass es ein gesegneter Tag ist. The Bible says, by the 7th day, God completed his work which he had done. Und die Bibel sagte, und am 7. Tag vollendete Gott sein Werk, das er getan hat. He rested on the 7th day from all his work which he had done. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er getan hatte. Then God blessed the 7th day and sanctified it, Da segnete Gott den 7. Tag und heiligte ihn, because in it he rested from all his work, weil er an ihm ruhte von all seinem Werk, which God had created and made. das Gott geschaffen und gemacht hatte.
Just ask a little prayer. Ich möchte nur noch ein kurzes Gebet haben. Father in heaven, thank you for your rest day. Himmlischer Vater, danke für deinen Ruhetag. Thank you that we don't have to be afraid of it Danke, dass wir keine Angst vor ihm haben müssen or find it dangerous. oder ihn als gefährlich ansehen müssen. But thank you for the promised blessing. Danke für den verheißenen Segen We want to receive it. und wir möchten ihn gerne empfangen. In Jesus' name. Im Namen Jesu, Amen. So, Dankeschön für den Vortrag. Das war ja nur die Nummer 1. Wir wollen auch weitermachen. Jetzt ist allerdings, haben wir gesagt, 11:30 Uhr, ne? Das ist jetzt ein bisschen noch lange hin. Was wollen wir das vorziehen? Also, wir machen ein bisschen Pause und rufen euch wieder zusammen um 15:45. Okay, wir haben so ein bisschen Zeit, einen Tee zu trinken und ein bisschen frische Luft zu schnappen und die Räume hier mal nochmal durchzulüften. Und ihr auch zu Hause, ihr könnt euch mal eure Glieder ein bisschen recken und strecken und mal in die Luft gehen. Also um 11:15 wollen wir hier wieder zusammenkommen. Ja, bis gleich.